Ja, hallo zusammen. Ich bin Thorsten von Haus und Technik und schön, dass ihr wieder dabei seid. Paperless ist total genial, um den Papierkram endlich loszuwerden. Aber seien wir mal ehrlich, das Scannen und manuelle Hochladen, das ist auf Dauer ganz schön nervig. Genau da setzen wir heute an. Ich zeige euch, wie ihr euren Scanner so einrichtet, dass gescannte Dokumente vollautomatisch im Paperless NGX landen. Ohne Umwege über den PC. Wir richten den Consume-Ordner auf der Synology NAS so ein und konfigurieren den Epson-Scanner für den direkten Scan in diesen Ordner. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, bevor wir anfangen, müssen wir natürlich verstehen, wie Paperless NGX funktioniert. Es überwacht nämlich einen speziellen Ordner, den sogenannten Consume-Ordner. Sobald dort eine neue Datei, also ein PDF oder Word oder was auch immer, in diesem Ordner landet, schnappt sich Paperless diese Datei, führt die Texterkennung, also das OCR im Hintergrund durch, analysiert diese und sortiert sie entsprechend ein. Unser Ziel ist es also, dem Scanner beizubringen, seine Scans direkt per Netzwerk genau in diesen Ordner zu speichern. Und das machen wir jetzt. Und dabei ist es völlig nebensächlich, ob euer Paperless wie bei mir auf einer Synology läuft oder welchen Scanner ihr am Ende des Tages nutzt. Ja, so als erstes müssen wir auf unserem Host-System erstmal zwei Dinge tun. Erstens, wir brauchen den Pfad des Paperless Consume-Ordners. Blende ich euch hier ein, wie man das macht oder beziehungsweise wie der heißt. Bei dem Pfad benötigt das SMB-Protokoll auch nicht die Angabe, auf welchem Volume das liegt. Das ist wichtig, sonst funktioniert es hinterher nicht. Also Volume 1, Volume 2 oder wo auch immer ihr das drauf habt, könnt ihr da getrost weglassen. Das zweite ist, wir müssen einen Benutzer für den Scanner anlegen. Das ist relativ wichtig. Ich empfehle hier also definitiv, legt euch einen eigenen Benutzer für den Scanner an. Ich habe den jetzt Scan-User genannt, ob ihr den Scanner nennt, wie ihr den nennt, gibt dem Kind einen Namen. Aber gebt auf jeden Fall ein sicheres Passwort und nur Schreib- und Leserechte auf den Paperless Consume-Ordner. Das ist sicherer, als eure Admin-Daten im Scanner entsprechend zu hinterlegen. Ja, die meisten Scanner sind also in der Lage, mit dem SMB-Protokoll, also auch genannt Samba oder Windows-Dateifreigabe, umzugehen, um damit also Daten entsprechend oder beziehungsweise Files im Netzwerk zu speichern. Also stellt bitte sicher, dass ihr den SMB-Dienst auf eurem System entsprechend aktiviert habt. Jetzt notieren wir uns natürlich noch wichtig den Netzwerkpfad des Consume-Ordners, damit wir den auch gleich zur Hand haben. Das nächste ist, dass wir jetzt in das Web-Interface des Scanners gehen und da müsst ihr natürlich dann die IP-Adresse des Scanners entsprechend rausfinden. Dann kann man da reingehen, eventuell muss da noch ein Passwort, Admin-Passwort, zumindest ist es bei meinem Epson-Scanner so, aber dann kommt ihr auf jeden Fall in das Menü und da könnt ihr dann die nächsten Einstellungen machen. Ja, und da sucht man dann nach einem Menüpunkt wie Scannen an Netzwerkordner, Adressbuch oder Ziele, wie auch immer das bei den einzelnen Herstellern heißen kann. Also wir müssen jetzt hier in dem Fall ein neues Ziel hinzufügen. So, also ich habe jetzt hier Kontakt entsprechend vergeben und da trägt man dann halt die Daten ein. Das heißt also, das gibt es einen Anzeigenamen, wie heißt dann dieser Kontakt oder dieses Ziel auf dem Display des Scanners, damit ich das auswählen kann. Dann muss ich natürlich noch das Protokoll eingeben. Also hier haben wir ein Protokoll oder ein Typ. Das ist dann der Netzwerkordner bzw. SMB. So, dann muss ich natürlich ganz wichtig, den Pfad und das Ziel entsprechend eingeben. Und hier kommt dann entsprechend die IP-Adresse eures Systems und der Pfad zu dem entsprechenden Ordner rein. Wie gesagt, bei SMB braucht man das Volume, wie es zum Beispiel bei Synology üblicherweise vorne vorsteht, braucht man nicht eingeben. So, und last but not least, natürlich auch wichtig, den entsprechend angelegten Benutzer und das Passwort eingeben. So, ja, die Einrichtung ist jetzt fertig und jetzt wollen wir natürlich auch testen, ob das alles klappt. Und dafür lege ich jetzt hier in meinen Scanner entsprechend ein Beispieldokument ein. So, und dann gehe ich ans Display und da wähle ich dann entsprechend aus, was ich machen möchte, nämlich in dem Fall Scannen an einen Netzwerkordner und dann muss ich natürlich das entsprechende Ziel auswählen und ich habe das ja Paperless Demo genannt und dann muss ich am Ende nur noch Start drücken. So, der Scanner verarbeitet jetzt das Dokument und sendet das dann entsprechend an die Synology beziehungsweise an den Consume-Ordner auf der Synology.
So, und das dauert einen kleinen Moment. Wir sehen also im Paperless selber, da geht jetzt so ein kleiner Statusbalken los, ne, dass entsprechend das Dokument verarbeitet wird. Und wenn man da noch einen kleinen Moment wartet, bis das durchgelaufen ist, dann erscheint das auch alleine oder beziehungsweise automatisch im Postfach. Ja, und wenn man das Dokument dann entsprechend öffnet, kann man noch eben schnell einen Namen vergeben, die Zuweisung bezüglich Korrespondent und Dokumententyp prüfen. Ja, nochmal kurz aufs Datum schauen, ist alles richtig ausgelesen, ne? Und dann ist das Dokument fertig. Speichern und erledigt. Ja? So, das Fazit ist, die Einrichtung hat jetzt nicht wirklich 10 Minuten gedauert, ne? Aber es spart natürlich ab jetzt bei jedem Scan Zeit und Nerven, weil einfach der manuelle Prozess, ne, Dokument gescannt, jetzt manuell in den Consume-Ordner legen, das entfällt jetzt einfach, ne? So, und damit, also diese Scan-Funktion und die automatisierte Scan-Funktion ist definitiv ein elementarer Baustein für ein wirklich digitales Büro. Ja, ich hoffe, diese Anleitung für die Scanner-Einrichtung im Paperless NGX, die hat euch so ein bisschen helfen können. Wenn ihr Fragen habt oder ein anderes Scanner-Modell benutzt oder Probleme auftauchen, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich lese alles und ich versuche da auch entsprechend zu helfen, soweit es mir möglich ist, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen rauf da, ne? Und den Kanal abonnieren dürft ihr selbstverständlich auch, wenn ihr mögt. Auch die Glocke drücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Bei Anregungen, Fragen, Kommentare, bitte nutzt unten die Kommentarfelder unterm Video. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Also von daher traut euch. So, und damit bleibt mir eigentlich nur noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.